Dann vom Prinzip her. In diese Nische soll ein Einbauschrank. Matthias Reck und sein Team sollen ihn bauen. 6,6 Grad. Die Schwierigkeit hier ist zum einen, wenn wir natürlich den Schrank nach hinten schräg haben, wenn wir hier beidseitig schräg haben. Das ist schon ein bisschen Fusselarbeit, das Ding zum Bauen und dann auch von der Montage her sehr aufwendig einzubauen. Klar ist somit auch, für diese Schräge muss etwas Maßgeschneidertes her. Zudem soll das Möbel flexibel sein und viel Stauraum bieten. Ein Team von 6 Leuten plant und baut das Einzelstück. Mann, Hanna, jetzt muss ich mit dir losziehen. Okay, Lian. Da muss ja mein So schnell gewinnst du mir nicht. Ah, wie war Da baust du jetzt einen Blitzableiter. Zuerst braucht er das Nischenmaß. Winkel und Wasserwaage zeigen, Geraden und Ebenen, Fehlanzeige. Ich messe aber den ganzen Raum noch, damit ich dann vom Prinzip her nochmal den Winkel, nochmal ein Kontrollmaß haben will. Wenn das hier schief läuft, dann ist es wirklich schief. Von der Handskizze bis zur Montage gehen über 2 Wochen ins Land. In Hohentengen bei Sigmaringen bauen sie das Unikat. Im Maßstab 1:20 gibt es ihn schon, basierend auf den Ideen von Theresa Schneider-Heinzelmann und Matthias Reck. Mit einer Kreuz sind immer diese Korpusse, alles andere sind offene Bereiche, wo man Ahit ausbaut. Hier dann diese Schiebetüre, dort ist fahrbare Möbel drin. Dann haben wir hier diese Ansicht von vorne, mit der Schiebetüre links, rechts. Von der Formensprache finde ich es schön, wenn man einfach von außen auch noch offene Fächer hat, dass nicht alles nur geschlossen ist. Also so wie man hier das Regal hat, dass man hier von vorne auch noch was einstellen kann. Das Ziel ist ja, die Räume und die Möbel emotional aufzuladen, um Atmosphäre zu schaffen. Und das gelingt durch Kombinieren verschiedener Materialien und Oberfläche. Bei der Oberfläche sind sich Innenarchitektin und Schreinermeister einig. Helle Esche zum dunklen Eichenboden. Ich bin ein Fan vom Kombinieren, unterschiedliche Materialien zusammenfügen und auch unterschiedliche Farbigkeit. Und da finde ich die Esche eben in diesem Projekt super spannend und passend dazu, dass man einfach den Kontrast kriegt. Die Esche ist ein einheimisches Holz. Der Möbelbau ist einfach zum einen ein Hartholz und zum anderen, ich finde halt dieses Farbenspiel von der Esche finde ich einfach schön. Und weil momentan die Eiche immer und überall einem begegnet, bin ich gern einer, wo auch mal irgendwas anderes bringt. Ich finde die Blautöne in die Minttonrichtung ganz gut, wie man das Muster gemacht. Das wäre jetzt das hier. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, ist ganz gut rauskommen. Eventuell für die Schiebetür, für das Möbel. Auch nur die Schiebetür. Nur ich die hätte Schiebetür. einfach schon so viel Naturholz wie möglich, aber ein bisschen Farbenspiel. Ich denke, das wird da oben im Raum einfach auch gut tun. Das Möbel ist von 2D auf 3D abgegradet worden. Jede Sonderanfertigung wird zuerst animiert. Die digitale Version hilft der Vorstellungskraft auf die Sprünge. Zudem sind alle Maße wie Winkel genau abgestimmt. Zeit, die Pläne in die Tat umzusetzen. Die Esche liegt noch regengeschützt an der frischen Luft. Schreinerin Katrin Neltner macht sich zusammen mit Matthias Reck an die Arbeit. Also aber die Holzfeuchte ist schon, wenn es frisch geschlagen wird, bei über 30%. Wir in unserer Lage hier einfach draußen, das Holz ist künstlich getrocknet. Wir nehmen das selber jetzt rein, es muss aber dann drinnen einfach eine Weile in der Werkstatt liegen, damit sich das wieder akklimatisieren kann, dass wir einfach Holzfeuchte haben zwischen 6 und 8%, was mir so für den Möbelbau vom Prinzip her ideal ist. Im Freien trocknet Holz bei 1 Zentimeter Holzstärke 1 Jahr. Die Trockenkammer verkürzt den Prozess. Gebaut wird der Schrank klassisch, von Hand, mit Maschinen, aus Massivholz. In der Stückliste findet Katrin Neltner alle seine Maße. Das Möbel besteht aus über 500 Einzelteilen, inklusive Dübel, Schrauben und Scharnieren.
Das lange Brett muss als erstes auf die Kreissäge. Der Vakuumsauger hilft tragen. Für die Fronten lenkt sie das Holz zunächst ab, schneidet unterschiedliche Längen zu, bedingt durch die verschiedenen Bauteile und die Dachschrägen. Aus den Brettern sägt sie Lamellen zu, um sie später wieder als Leimplatte zusammenzusetzen. Das macht sie, damit das Naturmaterial sich weniger verformt. Die verleimten Lamellen ergeben dann die Front aus Massivholz. Und weil die gemeine Esche von Haus aus formbeständiger ist als Eiche zum Beispiel, verarbeitet sie auch ihr Splintholz. Die Schicht unter der Rinde ist elastisch und zäh wie der Kern. Deshalb verwendet sie die ganze Diele. Sie besäumt sie, entfernt nur die Rinde. Die Querhölzer haben wir drin, damit gleichmäßig Luft an die Lamelle kommen kann, weil sonst durch die Jahresringe das Holz sich verbiegt, schwindet und quält unterschiedlich und so dadurch, dass da gleichmäßig von allen Seiten Luft hinkommt, dann bleiben die gerade. Die Zahlen auf den Lamellen sind Gedankenstützen. Gleiche Nummern gehören zum selben Schrankteil. ST steht hier für die Lamellen der Schiebetür. Von den Längen geht's jetzt weiter zu den Breiten und Höhen. Wieder an einer Maschine. Bei so vielen Einzelteilen sind sie eine Hilfe, auch beim sogenannten Abrichten. Das macht sie an der Hobelmaschine, richtet zunächst die Unterseite ab. Hier trimmt sie das Holz zu einer geraden und ebenen Fläche. So auch auf einer Kantenseite. Ihr Ziel ist eine sogenannte Winkelkante, also einen 90-Grad-Winkel auf einer Seite der Lamelle. Bevor ich das abrichte, gucke ich, wo die hohle Seite ist. Also beim Holz, das ist ja nicht gerade, sondern hat ja immer Wölbungen drin. Und dann sieht man, wenn man so guckt, dass das Holz hier eben so einen Buckel macht, sagen wir mal so. Und dann muss man eben die hohle Seite beim Abrichten unter durch. Nach dem Abrichten fügt man die Kante an. Dann schiebt man es eben auch drüber, bis die Kante sauber angefügt ist. Und als Hilfe mache ich hier immer so einen Strich, dass ich weiß, da ist meine Winkelkante. Diese Gedankenstütze braucht sie beim auf Dicke hobeln. Die unbearbeitete Seite ist jetzt dran. Die Maschine hobelt das Holz dieses Mal von oben ab. Von 35 auf 27 mm und erzeugt die nächste gerade Fläche. Die Esche ist dann überall gleich dick. Den Umgang mit Holz und Werkzeug hat die gebürtige Oberschwäbin schon als Kind gelernt. Früher mit meinem Opa, der hat einen kleinen Bauernhof und da habe ich mit dem früher einfach immer Kleinigkeiten zusammengeschraubt. Ja, und darum habe ich gedacht, lag es mir halt eher so, was zu machen. Ihre Lehrzeit hat die Schreinerin vor gut einem Jahr erfolgreich beendet. Jetzt fehlt noch die zweite Winkelkante.
Aus den Lamellen macht Katrin Neltner jetzt Leimplatten. Dann bekommt der Dachnischenschrank zum ersten Mal ein Gesicht. Die einzelnen Lamellen werden jetzt zu eurer Platte verleimt. Und da muss man eben darauf achten, wegen dem Verbiegen von der Platte auf die Jahresringe, weil die unterschiedlich schwindet und quält. Und dann gibt es da die Verleimregel Kann an Kann und Splint an Splint. Und danach gucken wir eben jetzt beim Verleimen von der Platte und setzen die eben jetzt zusammen und auch, dass das optisch nachher ein schönes Bild gibt. Hier wieder ein Kann, dann machen wir da wieder Kann. Gespiegelt verlegt halten sich die Holzzonen gegenseitig in Form. Ja, hier haben wir eben wieder eher stehende, dann ist egal, also da, ob da jetzt Korn daneben ist oder Splint. Dann brauchen wir wieder Splint. Da habe ich jetzt noch liegende. Der Kern ist bei dieser Esche dunkler als der Splint. Neben der Verleimregel hat sie auch das Holzbild im Blick. Sie stimmt die Farbzonen aufeinander ab. Jetzt zeichne ich mir auf meine Platte mein Schreinerdreieck, dass ich nachher beim Verleimen, beim Zusammensetzen noch weiß, wie genau meine Lamelle hinkommt. Auf eine Kantenseite bringen sie gleich den Holzleim auf. Das machen sie wieder zu zweit, weil es hier schnell gehen muss. Den Weißleim tragen Katrin Neltner und Matthias Reck mit Leimroller und Pinsel auf. Jetzt muss es zügig gehen. Schon nach 10 Minuten fängt der Leim an abzubinden. Sprich, das Holz zieht die Feuchtigkeit aus dem Leim. Im Verleimständer ordnen sie die Lamellen nach dem Schreinerdreieck. Die XXL-Schraubzwinge presst anschließend das Ergebnis zusammen. Mit ausreichend Druck auf Holz und Leim verbinden sich die Leimstellen beim Trocknen optimal. Die Schreinerin prüft jetzt noch, ob jede Fuge bündig und eben ist. Danach kann die Leimplatte trocknen. In rund einer Stunde hat der Holzkleber angezogen und die erste Front ist fertig. 2 weitere folgen noch, ebenfalls aus Esche. Das Innenleben des Schrankes wird aus einem anderen Holz gebaut. Alles, was sichtbar ist, machen wir Esche. Und alles, was nicht sichtbar ist, machen wir einfach in der Fichte 3-Schichtplatte. In der Muscheltauferer 3-Schichtplatte, wo man das eigentlich ganz schön sieht, dass das Ding aus 3 Schichten besteht. Die Decklage und auch die gegenüberliegende Seite läuft, ist der Faserverlauf so. Und das ist hier quasi über Kreuz verleimt. Die Mittelschicht läuft andersrum. Und somit habe ich ein sehr gutes Stehvermögen, weil sich das bewegen kann. Ich forciere hier rein meistens auf die Fichte 3-Schichtplatte, weil die vom Preis-Leistungs-Verhältnis her eine der günstigsten Massivholzplatten sind. Ich muss jetzt nicht das Edelholz im Innerkorpus verarbeiten, da ist die Fichte vollkommen ausreichend. Das formatierte Nadelholz bestellt Matthias Reck im Großhandel. Die wuchtige Fläche aus Weichholz muss auf die Plattensäge an der Wand. Erneut mit Vakuumsauger und Muskelkraft. Ich mache eigentlich
auch unabhängig, dass sie jetzt Schreiner gelernt haben, viel Fahrradfahrer oder Jogger oder eben der Räum eigentlich so für mich eher so Fitness. Das ist schon von Vorteil, wenn man da ein bisschen fitter ist, auch ein bisschen Kraft mitbringt. Also da tut man sich leichter. Die Längen und Breiten der Korpusse sägt sie hier zu. Die Dicke der Platte ist Standard, 19 mm. Sie wird schon in diesem Maß geliefert. Die 4 Korpusse bestehen aus über 30 Teilen. Trotz der Hilfe vieler Maschinen, von alleine funktioniert hier nichts. Die Sägeblattdicke, die ist 3,5 mm. Und die muss man auf das Maß, wo man braucht, draufrechnen, weil es wird ja ab Unterkante vom Sägeblatt gemessen. Und wenn du nachher durchfährst, fehlt dir die 3,5 mm. Dann mache ich eben immer zwischen meinem Schnitt die Unterlage rein, die Hand ungefähr also so stark wie das Sägeblatt, damit das Sägeblatt halt dann nicht verklemmt, wenn jetzt ein schweres Blatt ist oder so. Die Platten hat sie je 5 mm größer zugeschnitten. Diesen Puffer braucht sie später an der CNC-Maschine. Ich beschrifte jetzt meine Teile, dass ich, weil ich nachher viele kleine Teile habe und dann tue ich mir leichter, wenn ich schon weiß, das ist die Seite links oder die Seite rechts oder ein Boden, weiß ich, was ist. Jede Platte bekommt eine unterschiedliche Bohrung an der CNC-Maschine. Da sollte nichts durcheinander gehen. Als erstes lade ich mein Programm am Computer und dann muss ich eben meine Sauger positionieren. Dann durch Vakuum wird die Platte dann kalter. Mit dem Pedal wird dann das durch Vakuum angezogen. Dann klopfe ich immer nur drauf, dass es auch fest sitzt. Und dann geht's schon los. Zuerst formatiert die Werkzeugmaschine jede Platte auf Maß und rechten Winkel, deshalb die Pufferzone. Danach folgen sofort die anderen Bohrungen. Katrin Neltner regelt dabei das Tempo für jeden Arbeitsgang. Auch wenn ein Rechner jetzt einen Teil ihrer Arbeit übernimmt, ganz autonom geht es bei der computergesteuerten Anlage nicht. Zu flott gesägt oder gefräst, beschädigtes Holz. Bei 30 Bauteilen fürs Innenleben des Einbauschranks spart das erneut Zeit. Die Präzision sorgt zudem dafür, dass alle Teile später perfekt zusammenpassen. Denn beim Einbau geht es um Millimeter. Nut, Gärung und Lochrein sind die 3 anderen Bohrungen für diese Platte. Sie ist später eine rechte Seitenwand. Die Kantenverleimmaschine verschönert die Platten. Alle sichtbaren Kanten der 3-Schichtplatte bekommen hier noch eine Kante aus Fichte-Echtholz, der Optik wegen. So verschwindet der Schichtaufbau hinter einer Art Blende. Auch im nächsten Schritt geht es um die Sichtseiten. Dieses Mal um die verleimten Eschefronten. Die müssen noch durch die Schleifmaschine. Je 3 Durchgänge. Beginnend mit einer groben 80er Körnung, gefolgt von der 120er. Den Abschluss macht die 150er Körnung.
Einen letzten Handgriff brauchen sowohl Esche wie auch Fichte. Darum kümmern sich die Azubis im ersten Lehrjahr, Hanna Binder und Maja Bodenmüller. Mit Schwamm und Öl behandeln sie die Oberflächen. Also ich streiche das jetzt hier mit Weißöl ein, damit es heller wirkt, das Holz, und dass das auch nicht so vergilbt. Fichte wie Esche unbehandelt vergilbt mit der Zeit, wird gelb und dunkel, daher die Ölschicht mit Farbpigmenten. Die trägt Hanna Binder mit einem sogenannten Auftragsschwamm auf. Das ist so ein Einölschwamm, da habe ich so ein Klett hier drauf, wo ich diesen Pad habe, da ist ein Schwamm und hier vorne sind solche kleine Fasern, damit es sich schön in das Holz einarbeitet, das Öl. Und dann streicht man schön entlang der Faserrichtung, damit es einen schönen Verlauf hat. Und natürlich gleichmäßig. Bei dem Öl braucht man jetzt nicht ganz so viel. Das heißt, es reicht ein bisschen. Seitenwechsel. Bei jeder Platte ölen sie die Sichtseite als letztes ein, damit die Höcker keine erkennbaren Abdrücke hinterlassen. Durch ihre Hände laufen alle Bauteile des Nischenschranks. Bis auf eines. Die Schiebetür. Um die kümmert sich Katrin Neltner jetzt noch mit der Farbspritzpistole. Über das natürliche Farbspiel der Eschemaserung legt sie einen Mintton, gleichmäßig, Bahn für Bahn. Die lackierte Tür soll später der Hingucker in der Dachnische sein. Etwa 2 Stunden braucht der Lack, bis er trocken ist. Danach folgt dieselbe Prozedur für die Rückseite. Jetzt kommen die letzten Handgriffe in der Werkstatt. Die Korpusse der Dreischichtplatte kommen morgen vormontiert in ihr neues Zuhause. Den Einbau in der Nische machen sie zu zweit. Zwar sind alle Möbelstücke für den Nischenschrank gerade und eben gebaut. Auf den Einbauort trifft das allerdings nicht zu, eher das Gegenteil. Das Unebene hier bringt Elmar Hummel aber nicht aus der Ruhe. Okay. Hier ist die Herausforderung eben wegen der Dachschräge. Wir haben überall Schrägen. Da kannst du nirgends richtig messen. Und dann hast du halt da, ja, musst halt gucken, wie es jetzt näher hat. Das ist halt vor Ort jetzt, Montage, flexibel sein. Ja, und ja, wir werden viel anpassen müssen dann, ja. Der Schreiner montiert seit 30 Jahren Möbel vor Ort. Für den Einbau haben die beiden von vornherein 2 Tage eingeplant. Die Wasserwaage ist zunächst ihr wichtigstes Werkzeug. Das Problem liegt eigentlich jetzt im Moment nur an der Dachschräge hier. Weil wir hier den Abstand, weil die Schräge eigentlich nicht passt. Jetzt richte ich mal den Korpus aus, dass er im Wasser ist. Und dann sehen wir, wenn wir das machen. Dasselbe gilt für die Eschefront.
Auch die müssen sie zunächst gerade ausrichten, sprich ins Wasser bringen. Ja, da haben wir eigentlich genügend Platz. Die lassen wir unten aufstehen, auf dem Boden. Okay. Ja. 60, hältst du mal? Ja. Das ist ja so, nachher so das Schiebetier da reinlaufen. Dann brauchen wir 60 mm Luft hier zwischenhin, dass die Schiebetür in die Tasche läuft, dass sie dann in der Tasche verschwindet quasi. Und jetzt muss ich gucken mit der Seite, dass sie das vom Maß her, von der Höhe her, wie es hinhaut dann. Jetzt brauchen wir da eine 60 noch. Laut Metermaß sind sie noch 40 mm vom Ziel entfernt. Korpus und Front müssen also zusammenrücken. Beide Elemente müssen aber im Wasser stehen, weil eine Tür sie später verbindet. Wenn eines davon nicht nivelliert ist, schließt die Tür nicht bündig. Ja. Jetzt gucken wir schon, was der Boden noch macht. Die Wasserwaage zeigt, auch der Boden ist nicht ganz eben. Er läuft aus dem Wasser um 3 mm. Und ein bisschen rein. Und ein bisschen. Hast du mal? Okay. Ja, da haben wir 10, 7, 10, 8. Ja, das ist jetzt ein Millimeter, das bringen wir nicht. Also, jetzt müssen wir da die Schräge abnehmen. Die Dachschräge, das machen wir mit der Schmiege. Quasi ein verstellbarer Winkel. Okay? Ja. Okay. Jetzt muss ich feststellen, dass es nicht mehr verrutscht. Prüfen wir nochmal nach. Ja. Okay. Das Winkelmaß der Dachschräge überträgt er auf die Kanten der Schrankfront. So viel muss weg, damit die Front an der Schräge bündig aufliegt, wenn die Wand nicht an anderer Stelle uneben ist. Damit Staub und Späne draußen bleiben, sägen und schleifen sie im Freien. Damit sie möglichst autonom vor Ort arbeiten können und für alle Eventualitäten gewappnet sind, haben sie ihre Werkstatt to go dabei. So, und wie sieht's aus? Also von der Schräge her war es eigentlich gut. Das können wir so lassen. Ja. Genau, die 3 mm haben wir ja dahinter drunter, das haben wir auch schon, gell? Da dürfte unten noch ein bisschen raus hier. Fahren wir unten ein bisschen raus, Karin, zu dir. Okay. Ja. So, jetzt müssen wir aber noch mal ein bisschen näher. Ne? Ich habe erst 78, da haben 60 brauchen wir. Ja. Jetzt gucken wir noch mal nach der Flucht vom Boden, dass wir da hinten gucken. Da ist eine Bodenfuge, wo wir uns das vielleicht noch richten können ein bisschen. Das heißt, Front und Boden müssen ebenfalls ausgerichtet sein und im rechten Winkel stehen. Das ist, kann jetzt natürlich sein, ich laufe mit der Seite noch 4, 5 Mal raus und rein, bis das passt. Okay, wir machen da die 3 mm vorne weg. Okay. Dann liegen wir nämlich sauber auf dem Boden auf, dann haben wir das aufliegen.
Okay. So, okay. Es ist so, wir richten uns nach dem Boden auch noch ein bisschen aus. Also, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Luft haben. Jetzt müssen wir das natürlich auch noch anpassen. Weil sonst, wenn jetzt mit dieser Seite übertrieben schräg stehen, dann sieht es ja auch komisch aus. Das sollte ja eigentlich nach dem Boden auch ein bisschen ausgerichtet werden, dass man in eine Richtung haben und nicht so schräg läuft. Dann sehen wir, dass wir da jetzt auch noch Luft haben. Fast 9 mm. Das heißt, wir müssen 9 mm von der Mähe wegzeigen. Sind wir da eine 5 mm weg. Und dahinter 4. Weil da haben wir ja schon ein bisschen Luft. Ja. Der Lehmputz an der Dachschräge ist eine weitere Herausforderung für die beiden. Er ist nicht überall gleich dick, bedingt durch den Dachaufbau. Zwischen Wand und Front soll später aber kein Blatt mehr passen. Das ist ihr Ziel. So, okay. Ja. Geschafft. Front und Korpusse sind auf gleichem Niveau. Damit jetzt oder später nichts verrutscht, verschrauben sie die Regale miteinander. In die Eschefront sind Metallleisten eingelassen, sogenannte Gradleisten. Weil Holz arbeitet ja Massivholz und darum machen wir die Gradleiste eigentlich nicht, dass das Ganze einfach gerade bleibt. Bei der Tür haben wir die auch drin. Vor allem, wenn sie noch schmal sind und lang, noch ist es besser, wenn da was drin ist. Neben der Verleimregel halten auch die Gradleisten das Massivholz in Form. Sie stabilisieren sie zusätzlich, damit das Naturmaterial sich weniger verbiegt. Über die Winkelverbinder befestigen sie die Platte am Boden. Jetzt. So. Okay. In dieser Tasche verschwindet die Schiebetür später. Hier ist auch ein Platz für eine Leiste vorgesehen. Die ist jetzt dran. Kannst du ein bisschen vorziehen, Katrin, das hätte unten. Sie kommt auch in die Tasche, also zwischen Front und Korpus. Hier wird die Schiene der Schiebetür angeschraubt. Dafür muss die Front jetzt weichen, damit sie Platz zum Schrauben haben. Ja. Besen und Schaufel gehören ebenfalls zur mobilen Ausstattung des 52-Jährigen. Die machen noch 2 cm kürzer wie unsere Schiene. Bist du so dann, oder? Passt, ja. Oder? Okay. Gut, das haben wir draußen geschnitten mit der Kapsel, ja. Die Metallschiene der Schiebetür soll bündig an die Holzleiste. So der Plan. Guck mal, wie schräg das läuft. Wahnsinn.
Da vorne sind es fast 2 cm, wo wir ausgleichen müssen. Die Schiebetür sollte im Wasser sein, also heißt gerade laufen, sonst läuft sie einfach auf oder zu, je nachdem. Da kommen halt viele Sachen zusammen, wo wir ausgleichen müssen und anpassen müssen und Blende wieder raus und wieder neu machen und einfach ausprobieren. Jeder Schrank ist eigentlich ein Einzelstück. Kann bloß sein, dass man noch längere Schrauben brauchen. Aber das lassen wir so. Jetzt heben wir noch mal. Ne? Die Schiene muss halt im Wasser sitzen. Wenn es das aus dem Wasser ist, macht nichts. Das muss halt im Wasser sitzen. Das tut sie. Aber zwischen Leiste und Schiene klafft jetzt eine Lücke. Holzunterlagen sind zunächst die Lösung. Fürs Erste ist das Problem hier gelöst. Fürs nächste Anpassen brauchen sie die Front wieder. So, ne? Die Stellprobe der lackierten Schiebetür steht an. Erst noch die Halterungen an die Tür und ein paar Stellschrauben nachjustiert. Und schon läuft sie ganz geschmeidig und im Wasser. Achso, jetzt bist du vorne, aber ich. Oh. Die Funktionalität steht. Jetzt ist Zeit für die Optik. Nach der Schiebetür sind die Leisten für die Blenden dran. Ich schraube die Leiste hier drauf, dass ich meine Blende vorne festmachen kann. Ich will die Blende von unten schrauben. Sonst haben wir da unten die Schraube drin, in dem offenen Regal, und das sieht jetzt schön aus. Wenn man da die Spaxschraube sieht, ich klebe die Blende dann nur an den Leisten fest. Diese Leisten anzubringen ist ein Spaziergang, die dazugehörigen Blenden dagegen weniger. Sie sind wieder Millimeterarbeit. Erneut wegen der Schräge wie bei der Front. Die geraden Blenden auf die unebenen Wände anpassen, das heben sie sich für den Schluss auf. Es warten noch mehr Schrankteile zum Anpassen und Ausrichten. Zum Beispiel die Türen. Die erste wird an der Front festgemacht. Sie sollte, wenn alles im Wasser steht, bündig zum Korpus schließen. Ich kann mal schnell gucken und dann noch näher kommen zum Schrauben. Ich glaube, das kriegen wir eine Karte mit der Schraube. Ja. Ja. Ich richte die Blende aus hier. Wir haben so 3 bis 4 mm Luft. Und das gleiche jetzt aus durch die Unterlage, wo ich dann mache, dass das vorne bündig ist. Dass wir hier auf einer Ebene sind. So, Karin. Das ist schon noch die tolle Aufgabe, dass du da hinten reingerissen hast. Die Blende verschrauben sie von innen. Auch hier sollen außen keine Schraubenköpfe das Holzbild stören. Soll er die oben auch gleich?
Nochmal ein bisschen. Gut, so lassen. Okay. Da ist schon der 4 gekommen. Bei der nächsten Blende wird's wieder eng. Ich lege jetzt die Leiste da rein. Heb die Blende vorne nehmen. Dann schraubst du von hinten. Achso, das. Mal gucken, ob wir das so näher bringen. Dass das dann da drauf. Ja, das Problem habe ich, weißt, wenn ich kann die Schraube nicht drehen weg der Dachschräge. Jetzt müssen wir da eine schräg bohren, dass wir wenigstens 2 Schrauben oben haben. Der Routinier kann die Blende aus Platzmangel von innen nicht verschrauben. Mit einer weiteren Leiste will er Abhilfe schaffen. Ob das klappt, weiß er nicht. Gut, ich habe mir jetzt heute Nacht schon Gedanken gemacht, wie machst du das oder wie könntest du das lösen. Ehrlich gesagt, das erste Mal, dass wir so was auch machen hier. Ja, und ich muss auch ausprobieren. Das kann sein, das geht das gut gleich. Es kann sein, ich muss das nochmal nachschrauben. Wie mit allem hier. Wie gesagt, das sind ja lauter Einzelanfertigungen. Und ja, genau. Ja. Schau mal, langt's. Ja, ne? Die Blende sitzt. Die außerplanmäßige Leiste gibt zusätzlichen Halt. Für die letzte Blende wechselt er vom Akkuschrauber auf Montagekleber. Jetzt ist jedes Bauteil am Schrank auf die Nische maßgeschneidert. Millimeter für Millimeter haben die beiden ausgerichtet und angepasst. Auf den Eichenboden wie auf die Dachschräge. Nach 2 Tagen haben sie es geschafft. Alles sitzt, fest eingebaut in der Schräge. Der neue Nischenschrank kann in Betrieb gehen. Aus der anfänglichen Skizze ist Wirklichkeit geworden. Das Schreinerteam hat die Ideen der Innenarchitektin 1:1 umgesetzt. So montiert, läuft hier schön parallel zu der krummen Wand, auch das ist halt so. Auch Holzbild, das läuft sauber durch, einfach cool gemacht. Ja, das ist jetzt richtig schön, aber das war ja auch tatsächlich der Plan von Anfang an, dass wir da durchlaufen, das Holzbild hoffentlich kriegen. Ja, aber wo ist Hanna? Da bist du, Hanna. Hanna, jetzt muss ich mit dir los. Die Kunden haben sich ein flexibles Möbel mit möglichst viel Stauraum gewünscht. Für Pauline, Kilian und Hanna gibt es noch eine fahrbare Truhe. Sie funktioniert wahlweise auch als Tisch. Ich mach Schweine raus. Wenn man es jetzt so sieht, im Raum stehe, finde ich von der Formensprache passt super rein. Ich finde, es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Wir haben das Spiel mit offenen und geschlossenen Elementen, ein bisschen Farbe dabei. Ich finde, es ist echt gut geworden. Das ist eine Investition fürs Leben. So einen Schrank machst du einmal. Und der Schrank gehört in das Haus und der wird, solange das Haus steht, wird der Schrank hier drin sein. Der neue Einbauschrank sitzt wie angegossen. Wie Tisch und Truhe, wie Dach und Schräge, wie Maß und Arbeit. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.